Erleben Sie jetzt, wie komfortabel das Template-Modul von Trial Complete Early Phase funktioniert. Mit einem solchen Template können Sie in einer Studie die strukturellen Einheiten wie Visiten und Visitentage beschreiben. Es beinhaltet zudem alle Prozeduren für die Probanden und die zugehörigen Aktivitäten. Und zwar samt ihren zeitlichen Abhängigkeiten. Übersichtlich, digital und aus einer Hand. Los geht's! Hier sehen Sie, welche Informationen in einem Template erfasst werden. Und dass sich die Konfigurationen für die Phasen Voruntersuchung, Hauptuntersuchung und Nachuntersuchung unterscheiden. In diesem Beispiel entsteht in Trial Complete ein experimentelles Treatment-Template. Mit einem Klick auf das Plus-Symbol öffnet sich ein Dialog zum Anlegen eines neuen Templates. Hier tragen Sie den Namen ein und legen Zweck und grundlegende Rahmendaten fest. Mit Create Treatment Template erzeugen Sie das neue Template. Es erscheint der Unterpunkt Detail. Hier stellen Sie die geplanten Probandenzahlen ein und legen die für das Treatment gültigen Random-Nummern bzw. Medikationsnummern an. Auch für Reserveprobanden gibt es hier Raum. Wechseln Sie nun zu Procedures und fügen Sie dem Template die Prozeduren hinzu, die an den Probanden durchgeführt werden sollen. Sie können mehrere Prozeduren auf einmal ergänzen und sie entsprechend ihrer Reihenfolge im Studyflow sortieren. Fügen Sie der Studie nun Visiten hinzu. Vor- und Nachuntersuchungsvisiten lassen sich ebenso anlegen und mit den entsprechenden Templates verbinden. Nun wechseln Sie zu Flowchart, zu den experimentellen Visiten. Fügen Sie hier die Zeitpunkte relativ zum zeitgebenden Ereignis, zum Beispiel der Medikamentengabe, hinzu. Praktisch: Die Beispielzeit wird automatisch für eine bereits konfigurierte Kohorte berechnet und angezeigt. Aus den Zeitpunkten erstellt Trial Complete automatisch die entsprechenden Visitentage und legt die Prozeduren entweder als diskreten Zeitstempel oder, wenn es sich um Intervallprozeduren handelt, mit Beginn und Ende fest. In diesem Beispiel ist das die Urinsammlung mit den jeweiligen Start- und Endzeiten. Im Dependency Mode definieren Sie nun innerhalb der Visite mindestens eine Prozedur als zeitgebendes Ereignis, hier dargestellt durch ein T, und legen die von ihr abhängigen Prozeduren fest. Hierdurch können Ketten von Abhängigkeiten definiert werden, die nicht starr mit nur einem festen Zeitpunkt, wie zum Beispiel mit der Medikation, verknüpft sind. Wenn sich die Ausführungszeit des zeitgebenden Ereignisses verschiebt, werden die geplanten Ausführungszeiten aller abhängigen Prozeduren automatisch entsprechend angepasst. Nun ist die Konfiguration fertig und muss nur noch mit Hilfe einer elektronischen Unterschrift freigegeben werden. Das Treatment Template begleitet Ihre Studie übersichtlich, flexibel und digital. Probieren Sie es doch mal aus!